Und schon sind wir da. Jetzt haben wir uns sehr viel Weg gespart. Das muss ich mir merken, dass wir, falls wir hier wieder reingehen. Ich werde es mir nicht merken. Ich habe es wahrscheinlich eh schon wieder vergessen. Aber egal. Okay, nach Osten. Das war die erste Kreuzung. Wir müssten bald wieder zurück im ersten Gebiet sein. Nach Norden. Vielleicht sind wir sogar schon im ersten Gebiet. Vielleicht sind wir schon fast wieder ganz draußen. Wenn das so schnell gehen würde, voll geil. Okay, geradeaus. Hier ist ein Zombie. Ah nein, hier sind wir gesprungen. Okay. Nach Süden. Okay, das dauert doch noch ein bisschen. Ah ja, jetzt sind wir in diesem Gebiet. Sind wir jetzt... Jetzt sind wir in dem Gebiet. Okay. Und von hier aus... Wir müssen ja sowieso zum Teleporter eigentlich zurück. Da ist der Teleporter. Wir müssen zu dem Schädel, der uns teleportiert, zurück. Ah, und wir sind in dem Raum mit den Ketten. Da unten ist der Schädel. Geil. Jetzt haben wir es fast geschafft. Hallo, Schädel. So, kurz speichern. Und jetzt müssen wir da weiter. Keine Ahnung, wo es da weitergegangen wäre. Vielleicht wäre es sogar schneller gegangen. Haha. Wäre lustig. Okay, da ist eine Sackgasse, also rechts weiter. Jetzt müssen wir wieder in ein ähnliches Gebiet wie das, in dem wir vorhin waren, zurückkommen. Dann sind wir nahezu am Anfang. Okay, das war eine Sackgasse, also da. Und hier geht es da weiter. Aha! Geschafft! Hier müsste es jetzt dann das mit den ganzen Leichen kommen. Mit den ganzen Gräbern am Anfang, die wir gefunden hatten. Hier waren die Köpfe. Die hatten wir auch sehr am Anfang gefunden. Da sind die ganzen Gräber. Wir haben es fast geschafft. So, dann da runter. Jetzt müssen wir eigentlich auf der Karte auch schon. Genau, wir sind direkt darunter. Noch 1-2 Minuten und wir sind da. So, dann hier links und da links und geschafft. Ja, erstmal ein paar Sachen weggeräumen, zum Beispiel das hier alles. Dann die Bücher. Das war jetzt eigentlich blöd. Ich hätte erstmal ein Buch holen sollen und dann alles rein tun sollen. Mist. Was ist das? Rezept. King Edward. Biografie. Brief History. King Edward. A Scholar's Guide to Nymphs. Oh, das lesen wir. Das werden wir lesen. Den hätte ich jetzt gerne wieder. Nein. So, speichern. Und jetzt nach Daggerfall. Da. Also erstmal nach Daggerfall.
25 Tage. Und danach nach Wayrest. So, ich will wieder jagen, aber zuallererst gehen wir... Ich bin im Notter. Hier gibt's doch auch irgendwo einen. Oder? Hier gibt's doch auch irgendwo einen Pawnshop. Da! Einfach nur nach Süden. So, und danach reisen wir wieder nochmal nach Daggerfall, um zu jagen. So, aber wir haben jetzt leider keinen D3-Gegenstand bekommen, glaube ich. Noch ein bisschen. Das ist blöd, jetzt haben wir nicht so viel Geld bekommen. Vielleicht reicht es ja für, ich weiß nicht, 550.000 oder so. Obwohl, da müsste das Gold an sich, was sie haben. Ja, okay, wir haben nur 12.000. Damit müssten wir um die 530.000 haben dann. Ah, das da. Vielleicht reicht es auf die 550.000 tatsächlich. Das wir haben. So, verkaufen. Zack. Magic Items, nein. Kleine, das hier noch alles. Und, ja, okay. Verkaufen. Das sind 17.000. Ja, das sind 30.000. Dann haben wir um die 550.000. Tatsächlich. So, jetzt lesen wir ein Buch. A Scholar's Guide to Nymphs. I grew up a scholar, an ascetic devoted to knowledge, with eyes that saw beauty in a fascinating passage in a dusty town. Love in the candle that allowed me to study on starless nights. Passion in a very reason to argument of a long dead issue. I was a student who never graduated and was never expelled. Though I am not defending myself, I should further define myself. I am not what you would call a prude. In fact, I can speak of subjects in a detached way that would make the most debauched strumpet in Skyhawk blush with discovered modesty. I wrote an essay, The House of Dibella, as a scholar should, analyzing the cult of beauty and physical relations, as one might study crop rotation or the digestive system of an orc. The acquaintances of mine who were inclined to wink and giggle I tolerated, but barely. With all that said, the reader will understand that when I decided to study the language of the nymphs, in order to study their character and culture, it was not a decision I made on account of prurience or lust. Scholars have historically neglected the nymphs as a subject worthy of research, and this neglect I attribute to prejudice. The sages with whom I have spoken on the subject have eloquently and intelligently formed the sentences which, boiled down, can be translated as nymphs look like beautiful naked women who skip along tralala and like to have indiscriminate sex. Schwieriges Wort. What could they have to say that would be of any interest? So here I was faced with the most daunting of projects. To study and research a species unstudied is a potentially rewarding challenge. If the subject was unstudied because the scientific community has deemed its beneath interest, a potentially rewarding but decidedly frustrating challenge.
If I spent months in serious study of their language and culture, and additional time in their company, and discovered nothing more than that the common prejudice is correct, the term laughing stock would not do me justice. So excited and nervous for reasons unrelated to the notoriously promiscuous behavior of my subjects, I began my studies. I mastered the language, a melodious tongue that sounds like white elf and fairy, but share no vocabulary with them. I studied the law and found it to be on the whole little more than pornography and crude conjecture. I next had to find a nymph. From my centralized location in the imperial city, I found it easy to send word around several well-known temples and guilds devoted to study in all the provinces. Not all replies back were serious in nature, but one from the school of Julianus in Sentinel helped me considerably to Magister Eutos and his disciples. I here offer my sincere gratitude. Nymphs are extremely shy creatures. No matter... Ach, echt? Das habe ich bisher noch gar nicht mitbekommen. Die greifen mich immer an. No matter what the more obscene stories will tell you. No one who I've spoken with has had one seek him or her out. Thus to speak with a nymph requires energy and patience. Out of courtesy for her privacy, I will not here give the location of the little grotto off the coast of Hammerfell, where I found the nymph. It took 3 months of patient waiting, leaving presents where I knew the nymph would be before the nymph stood still at my approach. I remember I was carrying a bouquet of purple and white tears, and she looked at them and then at me, and smiled. The effect of her smile was truly magical, I'm convinced. Her body was, of course, perfect. Her face lovely and serene. Her hair like silk flame, but until she smiled, she was beautiful in the abstract, a perfect statue or master. The smile made her approachable and thus terrifying. For you, I said, attempting my first utterance of nymph to a real nymph. Her smile grew into a grin which became a giggle and then a laugh. The reader has doubtless heard of the silver laughter of the elves. The nymphs' laugh is earthy and spontaneous and very suggestive. And what do you want from me in return, mortal? She asked. I am, there is no, I should say, known word in the nymph language for scholar. I am a man who likes to learn things. I want to learn things about you. And I did. Nymphs are the wisest, most wonderful creatures in Tamriel. My nymph, her name is Ayalea, a poor phonetic transcription of a word that sounds more like a light wind blowing through the small crack in a hollow chamber, and she knows more about the behavior and varieties of the deep woodland creatures than the greatest wood elf scholar I ever met. She taught me of flowers and ghosts and creatures too fast and timid to have ever been seen by man. Ayalea taught me how to learn for the very first time, how to open my mind to all of the possibilities of life and how to use that knowledge, not just to hold in my cramped brain like a dragon's hoard. If you ever meet a nymph, speak to her. Das mache ich doch jedes Mal. Editor's note: the writer von dem Barres is no longer a scholar at the Imperial University. He deposited this manuscript and disappeared from the civilized world. His current whereabouts are unknown. Okay, fertig. Ja, der wird sich ein schönes Leben mit der Nymphe gemacht haben. Wieso nicht? So. Okay, dann gehen wir zur Bank. Oder wir reisen erst zurück nach Daggerfall, damit wir jagen können.
Daggerfall. Hallo? Oh. Beginn. Habe ich auf Exit geklickt? So, Lykanthropie. Zack. Da vorne stehen ein paar Wachen, aber es kommt keiner auf mich zu. Gehen wir erstmal zu der da. Ja, gleich muss ich nicht mehr jagen. So. Dann sind da vorne noch zwei und ich glaube, das sind tatsächlich alle. Es sei denn, in der Stadt drin sind noch welche. So, zack. Und der hat mich auch noch nicht gesehen. Successful Backstep. So. Ja, das waren alle. Zack. Oh, da fällt mir gerade ein, ich könnte wieder identifizieren. Oh Mann, wieder nichts. Was? Okay, für eins reicht es auch nicht. Schade. Oh, eine Orkwaffe. Geil. Das bringt doch noch ein bisschen Geld. Der hatte nichts, was sehr viel Geld bringt. Vielleicht der da vorne noch etwas. Ja, der hat nur Schrott. Was? Ich kann echt nichts mehr tragen. Okay. Aber das ist so besser. Naja, dann speichern wir eben. Okay. Wiegt das Gold so viel? Mal kurz nachrechnen. 30.000 durch 400. 75 macht das. Wir haben 30. Ja, okay, das könnte hinkommen. Könnte hinkommen. Egal. Wir sind jetzt am Nordtor schon wieder. Dann reiten wir zurück zu dem Pawnshop, bei dem wir vorhin waren. Ich glaube, ich bin dann nach links, oder? General Store. Da rechts ist die Fighter-Gilde. Ja, da unten. Da ist auch schon. So. So, das sind 13.000 und wir kriegen 6.000. Ja, das ist okay. So, ich hoffe, ich kann ihn jetzt endlich ausrüsten. Ach man. Ich hoffe, der Bug ist bis zum nächsten Mal weg. Ansonsten müssen wir damit weiterspielen. Dunkle Bruderschaft, Diebesgilde. Naja. Jetzt erst einmal zur Bank und dann nach Veires, den Typen killen. Habe ich eigentlich noch... Nee, das Puder habe ich nicht mehr. Okay. Hier muss irgendwo... Ah, Moment mal, ich glaube, hier ist die dunkle Bruderschaft in der Nähe. Die Diebesgilde. Das ist das Haus der Diebesgilde. Weiß ich wegen den... Ja. Wegen den Schweinen. Dann gehen wir jetzt da entlang. Zur Bank.